Wir haben den 8. April 2026, es ist ein Mittwoch und etwa Mittagszeit und wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz Spätzle-Fritz. Da gab es ja eine Veränderung und zwar gibt es jetzt ja einen neuen Betreiber, Rada, die es mehr als 30 Jahre betrieben hat, den Stellplatz und das Restaurant, hat das Ganze an Toni übergeben. Da gibt es natürlich jetzt einiges zu berichten, einmal von dem neuen Betreiber, zum anderen aber auch noch ein paar Dinge aus alten Zeiten, wie das Ganze entstanden ist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wo liegt der Stellplatz Spätzle-Fritz in Spanien? Etwa auf der halben Strecke zwischen Barcelona und Valencia. Ich habe in einem Video in 2015 das erste Mal über diesen Platz berichtet. Aus dieser Zeit sind auch diese Bilder. Ich verlinke das Video hier, so dass man sich das nochmal aus dieser Zeit anschauen kann. Wir nutzen diesen Stellplatz etwa seit 20 Jahren. Ich habe jetzt noch Bilder gefunden aus 2008, aber etwas länger sind wir schon dort. In den ersten Jahren haben wir noch gemeinsam mit LKWs hier gestanden. Es war ja ein Parkplatz für LKWs, die Mandarinen und Apfelsinen nach Deutschland gefahren haben. Hier übernachtet haben auf dem Parkplatz und auch im Restaurant gegessen haben. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr Wohnmobile, die diesen Parkplatz genutzt haben. So wurde aus dem Parkplatz für LKWs ein einfacher Stellplatz für eine Übernachtung für Wohnmobile. Ich habe vor einigen Jahren ein längeres Gespräch gehabt mit Rada, der ehemaligen Betreiberin. Hier ein kurzer Ausschnitt dazu. Genannt. Und dann haben wir das zusammengeführt. Fritz ist Eckstein und Spätzle-Fritz, weil wir Spätzle machen und Fritz hieß. Das haben uns Fernfahrer heute gegeben. Und das ist seit 35 Jahren hier. Ja. Rada hat nach dem Tod ihres Mannes das Restaurant weitergeführt mit einem Team und auch schon sehr lange dabei ist Christina. Viele werden sie kennen. Jetzt aber wieder zurück zur aktuellen Zeit. Wir reisen bei bestem Wetter hier an. Man sieht blauer Himmel. Wir haben Temperaturen um 25 Grad. Zur Anfahrt nochmal von der mautfreien AP7 bis zum Spätzle-Fritz sind es circa 6 Kilometer. Für alle, die dieses Gebiet so nicht kennen, hier werden viele Mandarinen und Apfelsinen angebaut, die in erster Linie auch nach Deutschland exportiert werden. Jetzt erreichen wir den Stellplatz oder auch Parkplatz Spätzle-Fritz. Man sieht, es ist eine große geschotterte Fläche, aber es gibt hier auch eine Parzellierung. Und auf der linken Seite sehen wir, dort sind Plätze reserviert. Neuerdings kann man per WhatsApp sich hier einen Platz reservieren. Man muss dann allerdings bis 15 Uhr hier sein. In der Vergangenheit haben ja Ute und Günther die Leute hier auf ihre Plätze eingewiesen. Jetzt gibt es ein neues Paar, die hier die Camper einweisen, mit dem Namen Angelika und Uwe. Die beiden werde ich später auch noch vorstellen. Die Einweisung ist deshalb erforderlich, dass alle richtig stehen. Da der Andrang sehr groß ist, soll die Fläche optimal genutzt werden. Jetzt sehen wir hier die End- und Versorgung. Strom gibt es hier auch. Wichtiger Punkt, am Montag ist Ruhetag, also nur für das Restaurant. Der Stellplatz ist geöffnet, man kann dann eben nur nicht essen gehen. Ich denke, das muss ich nochmal sagen, hier handelt es sich in erster Linie um ein Parken für eine Übernachtung. Hier ist kein Platz, wo man sich jetzt länger aufhält oder mehrere Tage verbringt. Darf oder kann man natürlich, aber in erster Linie übernachtet man und fährt weiter. Auch ein wichtiger Punkt, Wohnwagen sind hier willkommen und auch Fahrzeuge, selbst ausgebaute, kleine Fahrzeuge, große Fahrzeuge. Das spielt hier alles keine Rolle. Das vielleicht noch als Hinweise, Hunde sind hier willkommen, dürfen auch mit auf die Terrasse genommen werden, allerdings ins Restaurant hinein leider nicht.
Jetzt möchte ich natürlich auch noch den neuen Chef vorstellen und stelle ihm auch gern noch einige Fragen. Wir haben den 8. April. Es ist ein Mittwoch, wenn ich das richtig weiß. Und wir sind auf dem New Spätzle Fritz auf einem Stellplatz. Und dieser Stellplatz, der ist jetzt unter neuer Führung. Und der neue Besitzer, der sitzt hier neben mir und der wird uns jetzt gleich was zu seinem Platz oder zu seiner neuen Errungenschaft sagen. Hallo Toni. Hallo, vielen Dank. Ja. Ja, ich bin seit dem 1. Januar hier neuer Besitzer und habe schon viel Arbeit hier gemacht auf dem Platz. Ich habe die Wohnmobile eingeteilt, ich habe Service gemacht, nun bin ich in der Küche. Da lerne ich auch alle Menüs zu kochen. Ja. Und mir macht das Ganze Spaß. Ja, ja, wir müssen vielleicht noch das erzählen. Vorher hat das ja die Rada betrieben, über mehr als 20 Jahre. Ich bin auch schon also vor ca. 20 Jahren das erste Mal hier gewesen auf dem Platz. Da standen da noch LKWs mit dabei. Genau, hat sich heute alles geändert. Heute ist ein reiner Stellplatz. Ja, und du hast das so komplett übernommen und hast das meiste auch so, führst du auch so weiter, wie es bisher schon war. Genau, ja, für mich war es ganz wichtig, dass die Gründer, was sie auch mit Liebe erschaffen haben, dass es so auch weitergeführt wird. Ja. Also auch das Personal im Restaurant, das ist alles geblieben. Ja. Und da bin ich sehr dankbar, Ja. weil die machen einen guten Job. Das Einzige ist auf dem Platz, der Platzwart, der hat gewechselt, aber auch die beiden machen einen sehr guten Job. Ja. Und in der Regel, alles was gut funktioniert, sollte man nicht ändern. Ja, richtig. Ich höre es an deiner Sprache, du kommst aus der Schweiz. Ja. Ja, kein Problem, aber willst du was zu deinem Vorleben oder vor deiner Tätigkeit oder deiner Arbeit, was hast du vorher gemacht? Also ich habe die Lehre abgeschlossen als Karosserie-Spengler, also eine ganz andere Branche. Ja. Ich bin dann nach der Lehre zu Carglass gegangen. Dort habe ich 14 Jahre gearbeitet und die ganze Schweiz mit aufgebaut. War dann auch verantwortlich für die ganze Schweiz. Ja. Und dann habe ich mich dann getrennt nach 14 Jahren und habe mich selbstständig gemacht. Hatte eine Garage. Eine Werkstatt, ja. Eine Werkstatt mit einem mobilen Einsatz. Ja. Also ich ging mobil zu den Kunden Ja. und habe sie dort betreut vor Ort. Und diese Firma konnte ich jetzt meinem Bruder übergeben. Ja. Ah ja, gut. Und jetzt bist du hier in Spanisch. Sprichst du Spanisch? Ich verstehe sehr viel. Ja. Einige Sätze kann ich schon. Ja. Ich kann Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Ja, schön. bisschen. Ja. Und Spanisch, das wird kommen. Ja, wunderbar, wunderbar. Jetzt, ich habe ja vor Jahren schon immer mal Videos hier von dem Platz gemacht. Ursprünglich war dieser Stellplatz ja ein kostenloser Stellplatz, wenn man im Restaurant essen ging. Wenn man da, so. Das ist zwischenzeitlich geändert worden, schon bei Rada ist das geändert worden. Genau. Es gab mal eine Übergangsphase, da musste man 5 € bezahlen und heute ist das getrennt. Sag uns genau, wie es jetzt ist. Also heute ist der Stellplatz ein Teil 12 €. Normal kostet der Stellplatz 12 €, Ja. ob man ins Restaurant essen geht oder nicht. Das wurde schon geändert vorher bei der Rada. Ja. Und der Strom ist einfach separat 4 €. Ja, okay. Das ist also im Prinzip ist das alles so geblieben wie bei der Rada. Wie gesagt, nur zwischenzeitlich viele, die mein Video sehen oder die alten Videos anschauen, die werden dann noch denken, ja, das war ja ein kostenloser Platz. Genau, ja. Ja, nicht, dass das Missverständnis aufkommt. Der Toni ist jetzt da und jetzt kostet es auf einmal Geld. Das war schon vorher so. Ja, nein, das war schon vorher so, ja. Ja. Jetzt hast du mir erzählt, du hast deine Frau auch mitgebracht. Genau, ich habe die Frau mitgebracht mit 2 Kindern. Die gehen hier auch schon zur Schule. Meine Frau ist diplomierte Masseuse. Ja. Also wir haben hier auch ein Studium gemacht. Ja. Ist das hier, Entschuldigung, ist das hier mit in diesem Gelände? Ja, Hier, das ist hier mit dem hinter auf Gebäude. dem Ja. Genau, richtig. Ja. Und da haben jetzt schon einige Kunden die Massage genossen. Ja. Und ja, Ja, schön. wer das probieren will, ich kann es nur empfehlen. Ja, du bist jetzt ja seit dem 1. Januar hier tätig und wie empfindest du das alles so? Ist das alles einfach für dich oder könnte es noch besser sein? Oder? Also ich muss ganz sagen, am Anfang, wenn du von einer Branche in die andere Branche gehst und ich
finde es sehr, sehr wichtig, wenn du als Chef etwas managen musst, dann musst du jeden Bereich kennen. Ja. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch jede Abteilung und jede Arbeit selber machen kann. Ja. Das Grundprinzip, nur so kann ich sehen, wo kann man etwas verbessern und vereinfachen für die Mitarbeiter oder auch für die Gäste. Und darum ist es für mich oberste Priorität, dass wenn jemand ausfällt, ich selbst auch einsetzen kann, dass die Gäste nichts davon spüren. Ja, schön, ja. Das hört sich soweit ja schon mal ganz gut an. Sicher, da hast du vollkommen recht. Wenn man so einen Betrieb führt, ja auch mit verschiedenen Bereichen, dann sollte man sich in den einzelnen Bereichen auch auskennen. Richtig. Ja. Wie du schon sagst. Ja, was müssen wir noch sagen? Reservierungen gibt es. Die Möglichkeit einer Reservierung für Plätze gibt es jetzt bei dir. Ja, also wie gesagt, es ist immer schwierig, jedem Kunde zurechtzumachen. Also wir können Reservationen annehmen, aber wir garantieren die Reservation nur bis 15 Uhr. Ja. Also das heißt, wenn Sie vor 15 Uhr kommen, dann haben Sie garantiert einen Platz. Ja. Nach 15 Uhr, da wir so viele unreservierte Besucher haben, müssen wir die Plätze freigeben, weil es in der Vergangenheit oftmals so war, dass die reservierten Plätze dann doch nicht aufgetaucht sind aus ungeplanten Gründen und die Plätze blieben dann frei. Ja, das ist dann schade. Und das möchten wir natürlich nicht. Das ist, verhindern. Das Aber ist wir wollten auch die Möglichkeit geben, den Kunden, die eine Reservation bevorzugen. Oder? Ja. Und darum haben wir Ja. das so ein bisschen ins Leben gerufen. Wunderbar. Gut, wollen wir jetzt noch mal zu den neuen Einweisern gehen? Wir sehr gerne. Okay, machen wir das jetzt mal. So, jetzt stehen wir bei dem Empfangskomitee, nenne ich mal so. Oder einfacher gesagt, vielleicht bei den Einweisern. Ich weiß nicht, wie man. Das sind Angelika und Uwe. Und Uwe. Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen, hallo. Ja, ihr seid jetzt neu in dieser Runde hier. Ihr seid noch nicht so lange dabei. Also, Uwe, erzähl selber. Ja gut, wir kennen den Platz von Überwinterungsreisen schon viele Jahre. Und dann waren wir auch schon mal 3 Monate am Stück hier und da lernt man den Platz schon kennen. Ja. Und da ist der Gedanke gereift, den Toni zu unterstützen. Und dann machen wir so den Platzwart. Ja, das heißt, immer, ich sehe gerade, kommt schon wieder gerade jemand oder ein neues Wohnmobil angefahren. Man kann, habe ich gerade erzählt, man kann hier reservieren jetzt inzwischen. Ja. Und dann hat man bis 15 Uhr einen Platz. Genau. Und ja, überwiegend kommen Fahrzeuge, große Fahrzeuge. Überwiegend derzeit ist uns aufgefallen, viele Anhängergespanne und viele sehr große Fahrzeuge, wie wir jetzt gerade auch hier sehen. Ja. Das ist neu. Das hat es früher so in der Form nicht gegeben, aber wir kommen damit zurecht. Ja. Kannst du sagen, wie viele Fahrzeuge du hier überhaupt unterbringst? Also regulär 44 auf dem Hauptplatz und dann haben wir noch den Tennisplatz, da passen auch noch mal 18 hin. Ja, okay, ja, dann bist du Aber wir finden in der kleinsten Ecke dann noch eine Herberge für unsere Übernachtungsgäste. Ja. Jetzt habt ihr hier auch so einen kleinen Verkauf. Ich sehe hier Apfelsinen und Olivenöl gibt es und noch andere Oliven überhaupt und andere Dinge. Ja. Jetzt aber gerne hat man ja morgens ein frisches Baguette. Genau. Und da kannst du auch was anbieten. Da sind wir auch, oder der Toni ist auf eine neue Idee gekommen. Wir wollten keine Supermarktware anbieten, sondern wir haben jetzt Baguette-Rohlinge, die wir abends rauslegen, damit die ziehen und gehen über Nacht. Und morgens werden die im Rohr frisch gebacken, 3/4 Stunde. Ja. Und das kann man bei uns vorbestellen. Dafür haben wir also auch Chips. Da bekommt jeder dann so einen Chip. Ja. Und mit dem kann er das gegen Vorbestellung morgens dann abholen ab 7 Uhr. Wunderbar. Und die werden warm gehalten. Das ist Den doch Bräunungsgrad kann der Kunde selbst bestimmen. Oh, ja, ein super Service. Ja, Uwe und Angelika. Danke erstmal für eure Ausführungen. Sehr gerne. Ich wünsche euch hier immer weiter viel Spaß. Ist ja manchmal auch etwas stressig, denke ich. Aber ihr habt es bisher gut gemanagt und ich denke, das geht auch so weiter. Wir bleiben so, wie wir sind. Ja, jetzt gehen wir mal zum Toni. Toni, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du hier noch mal erzählen möchtest? Ja, also für mich, wie gesagt, jeder ist herzlich willkommen hier auf dem Platz und wir probieren natürlich den Kunden ein Ambiente zu bieten, dass sie sich auch dementsprechend wohlfühlen. Wenn irgendwelche Anregungen sind, bin ich froh, wenn man mich kontaktiert. Ich habe gerne Kommunikation und ja. Ich glaube, es ist so, wenn man vor Ort Kritik übt,
persönlich ist es schöner, als wenn jemand bei Facebook schreibt, war alles schlecht. Es ist schön, wenn man darüber sprechen kann. Ja. Man sieht dann die verschiedenen Hinsichten oder Ansichten oder die Problematiken, die es gibt. Ja. Und ja, also wir sind bemüht, hier den Kunden einen schönen und guten Aufenthalt zu bieten. Toni, ich danke dir für deine Ausführung, dass du so nett warst und hier Rede und Antwort gestanden hast. Wünsche dir und deiner Familie, deinen Mitarbeitern viel Erfolg hier mit dem Ganzen. Ich wünsche euch auch erstens danke vielmals, dass ihr da seid und wart und auch allen anderen Wohnmobilisten gute Fahrt. Ja. Seid vorsichtig und vielleicht bis bald. Ja. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das Restaurant mit Terrasse hat ab 14 Uhr geöffnet. Dann setzen sich schon einige Camper hier zusammen, tauschen ihre Erfahrungen aus, die sie hier im Winter in Spanien gemacht haben. Und an einem Tisch, da hat jemand was zu erzählen und da hören wir jetzt mal rein. Also ich bin jetzt hier bei dem Spätzle Fritz und wir sind draußen auf der Terrasse und habe hier eine nette Truppe kennengelernt, die alle hier in Spanien mit ihren Wohnmobilen unterwegs sind. Und da ist unter anderem einer dabei, der wollte schon bei Facebook was posten bei mir in der Gruppe, das hat nicht geklappt und das darf er jetzt hier mal erzählen. Hallo, ich bin der Tim aus Dienstlaken. Wir sind seit 6 Monaten in Spanien und Portugal unterwegs und wir haben ein Knöllchen erhalten in Spanien, weil wir 8 km/h zu schnell gewesen sind. Und was durftest du dafür oder möchten die dafür haben? Also 8 km/h kann ich die Community erfreuen, kosten 100 €. Oh, das ist schon ganz schön happig, ja. Und was hast du dann gemacht? Aber die Spanier haben einen Bonus, wenn du die 8 km/h sofort bezahlst, also den Verstoß mit 50% sofort bezahlst du nur die Hälfte. Statt 100 € 50 €. Ja, gut, okay, das geht dann ja noch gerade so. Ja, aber trotzdem, als das ist ärgerlich, wenn man sowas. Man muss eben sehr genau aufpassen, wie schnell man fährt hier. Also das war für dich jetzt eine Erfahrung mit diesem Strafzettel oder mit dieser Strafe? Wenn du sofort bezahlst, nur 50%. Ja. Die Schwierigkeit ist tatsächlich auf der Internetseite klarzukommen. Da haben wir mindestens 2 Stunden für gebraucht. Ja, muss eine App aber haben. für 50 € 2 Stunden, naja, der Stundenlohn ist miserabel, aber wir erfreuen uns daran. Danke dir für deine Ausführungen. So, jetzt darf ich aber hier noch einen netten Camper fragen. Du bist jetzt das erste Mal hier beim Spätzle? Ja. Ja. Und zufrieden, unzufrieden? Ich bin total zufrieden. Ja. Das Schnitzel ist total lecker. Wir sind doch schon 3 Monate jetzt in Spanien und ich hatte echt mal wieder Lust auf ein deutsches Schnitzel. Ja. Das war mir unheimlich wichtig. Spanische Küche mag ich gerne, aber mal wieder ein richtig deutsches Schnitzel. Das war's, was ich haben mochte. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, klar. Die einen sagen, warum fährt man nach Spanien, um dann deutsch zu essen? Aber in diesem Fall sehe ich genauso. Wir essen hier auch gerne. Muss nicht Schnitzel sein, aber irgendwas Deutsches essen wir hier auch gerne. Das ist so. Ist so, ja, okay. Ja, Ich will auch noch was sagen. ja, darfst du gerne. Und dann, wir gehen nur vorab ein Bierchen trinken. Und dann wollten wir ans Wohnmobil, um dann die Gegend hier noch ein bisschen zu erkunden. Orangenfelder, talala. Aber wir sind hier hängen geblieben nach ein paar mehr Bier mit so einer netten Gesellschaft. Ja, Und das ist Camping. Wir kennen Ja, genau. uns alle nicht und das ist Camping. also ihr habt euch jetzt also heute oder ja, Tatsächlich heute vor einer kennengelernt, Stunde, 2 Stunden erst kennengelernt. Ja, das ist, hört sich doch interessant an. Das ist immer das Schöne am Camping. Das macht das ganze Camping aus. Man trifft immer nette Leute, man unterhält sich, man tauscht Erfahrungen aus. Ja, ich sage schönen Dank, dass ihr so nett wart, dass ich das hier aufnehmen durfte. Wünsche euch noch weiterhin einen schönen Abend und eine gute Heimreise, wenn es nach Hause geht. Ansonsten noch schöne Zeit in Spanien. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, alles gut. Ja, okay, danke. Das möchte ich nur ergänzen. Es gibt hier natürlich nicht nur deutsche Gerichte, sondern auch spanische Gerichte bzw. mediterrane Gerichte. Wir haben jetzt nach 16 Uhr und Wohnmobile, Wohnwagen kommen jetzt hier im Minutentakt an. Der Platz hat sich gut gefüllt, aber es gibt natürlich immer noch freie Plätze. Und zwar hat man ja noch den Zusatzparkplatz, der direkt neben diesem geschotterten Platz liegt. Ein ehemaliger Tennisplatz. Dort dürfen dann die Fahrzeuge, die hier keinen Platz mehr bekommen haben, dann parken. Das macht dann der Uwe, der weist die Leute entsprechend ein. Und dann funktioniert alles.
Vor Jahren ging das Ganze natürlich noch ohne Einweisung, da waren es nicht so viele. Jetzt wird es, glaube ich, schwierig, wenn keine Einweisung mehr da wäre. Uwe, du weist nicht nur die Leute hier ein auf den Platz, sondern du stehst auch selber hier auf dem Platz und hast so ein besonderes Wohnmobil. Ja, das kann man so sagen. Das ist ein Original Mercedes O404, ein Prototyp, der nach einer einmonatigen Probezeit an AMG ging. Also das ist die Firma in Affalterbach. Und der hatte keine Bestuhlung. Und der wurde umgerüstet zum Konferenz- und Wohnmobil bereits im Jahr 91. Das ist der Vorteil hier von diesem Stellplatz beim Spätzle Fritz. Hier haben auch diese großen Fahrzeuge Platz, ausreichend Platz. Das ist nicht überall in Spanien der Fall. Deshalb kommen natürlich viele auch mit Gespann gerne hierher. Einige haben schon am Nachmittag auf der Terrasse des Restaurants gegessen. Wir essen gerne zwischen 18 und 19 Uhr und so gehen wir dann ins Restaurant, weil es draußen schon etwas kühler wird. Hier treffen wir natürlich den Toni mit seinem Team und da hören wir mal rein, was das Team so über den neuen Chef zu berichten weiß. Alles gut. Ich habe viel zu tun. Du hast viel zu tun. Du bist ja aber auch schon bei Radar, warst du auch schon dabei? Ja, ich bin ein paar Jahre jetzt da. Ja, das meine ich. Du sprichst ja auch schon gut Deutsch. Gut genug, danke. Ja, ja, es freut mich immer, passt. solche Menschen wieder kennenzulernen hier oder wiederzusehen. Ja. Das ist doch toll, dass du Ja, es hier so machst. gleichfalls. Ja, und du jetzt hast du einen neuen Chef? Ja, Ja. Und, ja, und das funktioniert? ja, es geht gut. Es geht ich kann gut. nicht etwas schlecht sagen. Ja, Bis okay. jetzt, ja. Ja, bis jetzt. Man weiß nicht, was noch Man kommt. weiß, was kommt, ja. Ja, du bist hier im Service? Ja, genau, Genau. so. Ja. Ganzes Tag. Ja, ganzes Tag. Ja. Okay, ja, danke dir. Ja. Und jetzt. Sí. Und die junge Ja, blonde Dame. ja, genau, das ist Christina. Christina, Hallo. wir kennen uns schon länger. Du Ja. bist schon viele Jahre. Sag mal, wie viele Jahre bist du? 14 Jahre. 14 Jahre bist du hier. Das Ja, ist schön. ich bin ja. alte Frau. Nein, wir haben dich kennengelernt, da warst du ganz junges Mädchen. Ja. Und jetzt hast du schon Ja, ist von einen Sohn, hast du jetzt schon. Und arbeitest aber immer noch gerne und auch mit dem neuen Chef hier. Ja, ist gut. Ist gut? Ja, ist gut? Ja, okay. Ja, okay. Alles ist selber, alles bleibt so, der Personal und alles die Karte, alles Es ist ja, genau. alles Okay. selber, Ja, wunderbar. Nur der Danke. Ton ist neu. Ne? Der Toni ist neu, ja. Bisschen speziell vielleicht. Mit Schweizer. Ist gut, Ist- Mann. ja, Ist okay. gute Schweiz. Ja. Ich wünsche euch immer viel Spaß hier, viel Freude an der Arbeit und dass es immer für euch so weitergeht hier. Dankeschön. Alles gut. Danke. Dankeschön. Dieses Foto haben wir im letzten Herbst aufgenommen, kurz bevor Radar ihr Geschäft an Toni übergeben hat. Nächster Morgen, 9:30 Uhr. Die meisten sind schon weitergefahren, abgereist. Auch wir werden jetzt gleich starten zu unserer Weiterreise. Uwe ist schon dabei, die Plätze zu reservieren für den heutigen Tag, denn es wird wieder voll, so wie er mir gesagt hat. Denn jetzt, Anfang April, reisen viele, die hier in Spanien überwintert haben, wieder Richtung Heimat. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten bye bye, bis zum nächsten Mal.